falls ihr euch gefragt habt, wo ich geschlafen habe, hier neben der Mauer. Hier oben ist nämlich die Straße, dann hat man es nicht so gesehen. Das ist hier so ein ganz, ganz kleines Stück Wiese, noch in der Stadt. Und dann habe ich das Fahrrad so hingelegt, damit man hoffentlich nicht so gut sieht. Ja, und jetzt haben wir 5:45 und jetzt geht's weiter, bevor die ganzen Menschen aufstehen. Das da war ein Ausblick morgens. Na toll, ich hoffe, dass ich jetzt diesen ganzen Berg nicht umsonst hoch bin, weil ist das der Weg, den ich weiterfahren soll? Also, das kommt mir doch ein bisschen sehr krass vor hier. Also Komoot führt mich mal wieder einen fantastischen Weg lang, ey. Ich hoffe echt, dass ich da irgendwo rauskomme. Boah, shit. Das ist richtig geil. Jetzt will der. Also langsam ist echt richtig beschissen mit dem Navigationssystem. Jetzt will er, dass ich diese Treppenstufen hier runtergehe. Und da hinten gehen die Treppenstufen weiter. Da will er, dass ich die auch runtergehe. Ich meine, hallo? Ich habe doch Fahrrad eingestellt, nicht Fußgänger. Das gibt's einfach nicht. Zumindest die Aussicht ist toll. So, nachdem wir die Treppen als unfahrbar erörtert haben, hoffe ich, dass es rechts lang geht, weil es geht alles bergunter und ich habe keinen Bock, das alles hochzufahren. Und ich glaube, dass es da oben zur Autobahn geht. Und die kann ich ja nicht fahren. Also wünscht mir Glück, weil ich habe nur noch so 4 Kilometer Akku. Dass es reicht, um irgendwo hinzukommen, wo ich aufladen kann. So, wir fahren jetzt nur diese Hauptstraße bis Rallye weg. Komoot möchte mich über kleinere Straßen leiten, aber ich glaube, dass das auch wieder einige Berge sind, weil das Streckenprofil sieht super bergig aus und super steil. Komoot wollte mich tatsächlich wieder über den Berg schicken, anstatt diese schöne Kistenstraße lang zu fahren, die fast keine Steigung hat. Das ist schon unglaublich für ein Fahrradnavi, finde ich. Auf Komoot kann man hier irgendwie echt nicht vertrauen in Kroatien. Die sind schon wieder Stufen. Das gibt's doch nicht. Vielleicht den Berg wieder hoch, ey. Ich könnte die Krise kriegen. Irgendwie ist hoch auch echt schwierig. Wir probieren es mit den Treppen. Gott, ey, ich hoffe, dass das klappt. Da ist ganz schön viel Gewicht drauf. Yes, it would be awesome. That looks difficult. Yeah, my bike navigation always leads me the wrong way in Croatia. Okay, so I hope Maybe, yeah, there's... the wheels, huh? Yeah. Oh. Awesome. That's Thank you Where so are much. you from? Germany. From Germany, von Deutschland. Ja. Aus der Schweiz. Ach, krass. Matthias. Hallo. Hi, Iris. Ist ja große Reise. Danke dir. Gute Fahrt. Schöne Reise. Dankeschön. 6 Monate. Ja. Tschüss. Also, macht's gut. Ciao. So, jetzt geht's auf nach Krk. Also, man hat mir schon gesagt, dass es eine spezielle Brücke ist, die nur einspurig ist. Und dass die Insel sehr, sehr voll ist. Ich glaube, das sieht man auch an der Brücke, weil es sich hier komplett schon staut. Cool, Fahrradfahrer müssen nicht zahlen. Ich soll nur ganz nah an der Rampe bleiben. So, und jetzt hier durch. Yay, geil. Das ist doch mal ein echter Vorteil für Fahrradfahrer. Auf geht's nach Krk. Eine fantastische Aussicht. Ja, ich war jetzt gerade 2 Stunden im Café, mein Akku geladen, habe einen sehr, sehr netten älteren Kroaten getroffen. Er hat mir sehr viel über Kroatien erzählt. Er war Schiffsingenieur, 30 Jahre lang. Und als Rente verdient er jetzt 320 €. Das ist so krass. Eine normale Bedienstete im Restaurant verdient 400 € Lohn. Das ist so krass, wenn man überlegt, dass ein Cappuccino hier trotzdem 1,30 kostet, ein Bier 3 €.
Ich finde es alles super teuer, fast so ähnlich wie Deutschland. Du hast hier echt ein Drittel von uns verdient. Wir haben es so gut in Deutschland, das vergessen wir irgendwie immer. Krass, die Schlange geht ewig. Wahnsinn. Es ist Samstag, warum wollen die denn alle zurück? Also ich fahre bestimmt schon 5-6 Kilometer und es staut sich immer noch. Das ist schon krass. Wir werden ja eine Dreiviertelstunde brauchen, bis wir die Brücke drüber sind. So, jetzt bin ich bestimmt schon 8 Kilometer gefahren, es ist immer noch Stau und es ist auch echt stressig. Weil die ganzen Autos hier an einem vorbeirasen. Vor allen Dingen auch die Busse. Die haben fast gar keinen Platz auf der Straße lassen. Seht ihr das? Die Werbung ist sogar auf Deutsch hier. So, jetzt sind wir in Malinska. Tourist Office, das ist doch ganz gut. Da können wir mal fragen, ob man hier schnorcheln kann. Mal wieder eine super geile Geschichte passiert. Ich hatte mir gerade ein Eis gekauft, wollte das jetzt noch zu Ende schlecken und dann zum Hundestrand, zum Schnorcheln. Kommt auf einmal ein älterer Mann auf mich zu und meinte: Warst du vor einer Woche in Ljubljana? Ich habe dich gesehen. Ich so, ja, war ich tatsächlich. Und hat er gemeint, er ist der Bürgermeister von einer kleineren Stadt in der Nähe von Ljubljana. Er hatte Bürgermeistertreffen und hat mich gesehen. Und jetzt halt wieder und seine Assistentin war auch dabei. Ja, und dann haben sie gefragt, ob sie mich zu sich setzen können, ob ich irgendwas essen, trinken möchte. Ja, und dass sie heute Abend eingeladen sind zu einem Fest, dass die Stadt halt irgendeine Zelebration hat. Und ja, jetzt haben sie für mich einen Platz organisiert, wo ich mein Fahrrad lagern kann. Bei irgendeinem befreundeten Bürgermeister aus der Slowakei, der hier ein Haus hat. Und jetzt werde ich heute Abend mit denen auf das Fest gehen. Super cool. Sie haben uns super nett unterhalten. Und der ist wohl auch sehr, sehr bekannt in Slowenien. Also auch super nett. Also echt mal wieder genial. So, und jetzt geht's zum Schnorcheln. Und dann kann ich mit denen später duschen im Hotel. Und dann mein Fahrrad abstellen und dann mal sehen, was heute Abend passiert. Wieder alles anderes als erwartet. Leider war der Bürgermeister nicht mehr erreichbar. Ich habe mich auf eine Bank gesetzt und dann habe ich einen Franzosen getroffen, der gerade aus Rumänien kommt, der dort arbeitet und der trampt. Ich habe mich sehr gut mit ihm unterhalten. Und dann kamen immer mal wieder Leute, die Fotos mit mir machen wollten. Ja, dann hielt auch eine Frau an. Ich war halt eigentlich immer noch auf den Bürgermeister gewartet. Hat sich dann auch so ein bisschen mit ihm unterhalten. Die ist auch sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs und wandert. Und ja, dann meinte sie, ja, sie hätte hier ein Haus, ob ich schon wüsste, wo ich schlafe. Und ich so, nein. Und dann meinte sie, ja, ob ich bei ihr schlafen möchte. Dann
Gab es hier noch ein Feuerwerk. So Turi natürlich wieder ausgerastet. Ja, echt schlimm für sie. Und naja, nach dem Feuerwerk sind wir dann zu ihr. Sie hat eine eigene Wohnung gehabt, wo ich schlafen konnte. Jetzt fahren wir auf die Fähre Richtung Raab. Die nächste Insel. 3 Stunden muss ich jetzt auf die Fähre leider warten. Und ob ich heute noch Platz zum Schnorcheln finde. Eine Turi und es ist einfach ganz schön heiß. Also am ersten Eindruck gefällt mir die Insel schon mal viel, viel besser als Kirk. Sehr wie offener. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus. Also Komoot möchte, dass ich diesen Weg da oben hochfahre, um über diesen Berg zu kommen. Die Alternative wäre diese Route, also das dauert ungefähr 2 Kilometer. Die alternative Route ist außenrum 10. Was soll ich tun? Ich weiß echt nicht. Weil dieser Berg sieht schon wieder verdammt steil aus. Also das ist mal wieder so ein kroatischer Komoot-Weg, den ich wohl nicht machen werde. Den hier okay, wäre nur steil gewesen. Aber der es eigentlich ist, das hat ja nichts mit Fahrradweg zu tun. Sorry, Turi, du musst wieder rein. Es gibt noch eine weitere Komoot-Abkürzung, die sieht schon wesentlich besser aus. Schlafort ist ein Nudist Beach. Da hinten ist nämlich der Dog Beach und da wollte ich eigentlich hin, da wollte ich morgen snorcheln mit Turi, die sich nicht ins Wasser traut. Der Aufpasser hat gesagt, dass ich hier schlafen kann, wenn ich morgen bis um 7 weggeräumt habe, was natürlich kein Problem ist, wenn ich morgens um 6 normal immer aufstehe. Er ist gerade unterwegs, um Wein und Bier zu holen. Er will heute Nacht auch schwimmen, aber ich habe ihm schon gesagt, dass ich erst morgen früh schwimmen möchte, wenn die Sonne wieder da ist. Aber es sieht echt nett aus und es ist echt groß.